Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind nochmal auf W56. Ich habe nämlich was Cooles vor. Wir werden eine Players to Watch machen. Wir werden eine kurze Analyse wieder des Servers machen nach Tag 6 und, das ist das Geile, wir werden das mal vergleichen mit W52. Ja, einfach mal gucken, wie es dort aussah nach 6 Tagen. Da habe ich das nämlich auch gemacht. Und dann werde ich auch noch ein bisschen spielen auf dem Char hier. Für die Leute meiner Gilde hier nochmal ein bisschen was kredenzen. Wird jetzt nicht viel sein, ne? Aber wird eine ordentliche Folge werden. Und ja, die Players to Watch ist jetzt ein bisschen voller. Ja. Wir fangen erstmal wieder an mit Cray. Cray war beim letzten Video 113, ist jetzt 126, klar. Jetzt waren keine Events großartig gewesen. Es ist nicht viel passiert. Ich glaube, jetzt hat Cray die Mordmaschine auf jeden Fall geschafft. Ich denke, er hat die 90 Dungeon durch. Ich bin mir nicht sicher. Wir können gleich mal später gucken, ob er vielleicht auch schon in der Unterwelt gelistet ist. Also wenn er im Prinzip das auch irgendwie ein bisschen krass gepilzt hat, genügend Ressourcen hat, könnte das der Fall sein. Dann hätte es natürlich auch ein bisschen einfacher. Jetzt kommen ja einige krasse Events zu Pfingsten. Na, jetzt noch mal ein paar Level durch Dungeon mitnehmen. Wäre nicht schlecht durch das XP-Event. Wiederum kann man sagen, man kann auch bis zum Wochenende warten und das Epic-Event mitnehmen für die Dungeons. Also ist beides möglich. Im SA hat er sich noch mal verbessert um 2%. Und ja, spielt sein Char halt natürlich top weiter. Davalon 234 war damals 232. Da passiert natürlich noch weniger an an Dungeons. Wenn man jetzt schon so weit ist, er hat aber nochmal ordentlich im SA aufgeholt. Also er hat das, weiß nicht, ob das mit meinem Video zu tun hatte, weil da habe ich das ja ein bisschen erwähnt, dass er da einen Ticken hinterherhing. Aber da hat er ordentlich aufgeholt und 72% daraus geballert mit seinem Dämonenjäger, bei dem er übrigens einen Kampf gegen Mozon hat. Er hat ja auch mal aufgeschrieben, hier sehen wir zum Beispiel Festung auf 12, Arbeiterquartier auch, also wenn er einen Festungspartner hat, da können richtig gut Ressourcen verschoben werden. Unterweltherz hat er 8 und den Gladiator auf 7, also er hat auf jeden Fall dann das erste Paket geholt, vielleicht sogar das zweite schon, doch ich denke mal, dass er vielleicht sogar auch das zweite geholt hat und dann hochgeskippt hat, um halt auch ein paar Dungeons zu schaffen. Dieser extra Damage ist sehr, sehr wertvoll dafür. Und ja, ist nice. Da sieht man das. Also ich kann jetzt leider nicht seine Streams so wirklich verfolgen. Da sieht man ja seinen Fortschritt sehr, sehr live. Aber das ist auch gut, dass er das hier so reinschreibt. Für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und da kommen wir mal jetzt zu einem neuen, einer der neuen Spieler, Horikan. Horikan hat auf jeden Fall auch noch einen YouTube-Kanal, aber er macht, glaube ich, nicht wirklich viel auf YouTube im Moment. Er hat aber damals auch auf jeden Fall Clash Royale gespielt, zu der Zeit, wo ich noch Mod bei Trimax war. Ganz, ganz früher, da war er da auch mit dabei in der Community. Cooler Dude gewesen. Ich glaube, ich wusste schon, dass er Shakes and Fidget spielt, irgendwie von früher. Hat sich jetzt aber halt aufgrund des Videos zu W56 gemeldet und spielt jetzt auch nicht so einen schlechten Char. Er hat hier Level 69 als Kundschaft da. Und ihr werdet auch sehen, dass ich auf W52 ein Level hatte, das war ähnlich weit nach 6 Tagen. Gut, und da war ich Berserker. Also das heißt, hier hat er auf jeden Fall auch ordentlich losgespielt. Ist auch full mit Stein, natürlich keine Epics großartig drin. SA ist aber auch nicht schlecht, ist bei der Gilde Money Talks. Da können wir uns ja mal angucken, die haben wir uns letztes Mal nicht angeguckt. Oder doch, die haben wir uns angeguckt. Die hatten wir uns auch angeguckt, ne? Ja, doch, tendenzielle Top 3 Gilde, auch im Elevator. Also auch eine Gilde, von der man sehr viel erwarten kann. Ja, nein, finde ich halt super, den Namen wieder zu lesen und so ein bisschen die Erinnerungen aufzurufen. Ich weiß nicht, ob ich bei ihm war ich auf jeden Fall nicht Mod. Vielleicht war ich Sub damals auch mal eine Weile. Ja, gut, Leon. Ja, Leon können wir rausnehmen, ne? Tschüss, Leon. Und dann haben wir Brimey. Brimey, auch auf vielen Serverstarts dabei. Spielt hier bei der 0-Euro-Gilde. Ich glaube, das ist eine Gilde von und mit Sergio und Melendez TV.
Spielt Sergio dir auch mit? Oder habe ich das, wie komme ich auf Sergio? Doch, hier, der klar ist er auch dabei. Da ist er auch dabei. Und, ja, Melendez natürlich, ja, auch einer, der, wie es auch, kann ich kaum verfolgen, immer wieder gesagt, wie weit kommt man ohne Geldeinsatz? Komplett. Das ist natürlich auch ganz geil. Ja, schön, jemanden aus dieser Gilde zu haben. Ich hoffe, dass Primey das auch schön lange durchspielt. Ist da jetzt hier eben Level 41 Free-to-Play, da haben wir einen guten Vergleich, was Free-to-Play halt möglich ist. Und das ist krass. Also, wenn ihr jetzt seht, der höchste ist hier sogar 55. Ja, typisch Andy ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Spieler. Der weiß, wie gesagt, auch einige andere Namen sind eigentlich sehr bekannt in der Community. Ich denke mal, dass die meisten das sind. Man hat natürlich die Chance, sich Pilze zu erfarmen, ja, durch Werbung, auch wenn es nicht immer optimal läuft. Das ist extrem zeitintensiv. Ich könnte das nicht machen. Ich würde hier, wenn ich das mitspielen würde, wahrscheinlich in dem Bereich sein, ja, irgendwie. Also viel mehr würde bei mir nicht gehen, denke ich. Daher ist das sehr nice, das dabei zu haben. Und es ist krass, wenn man überlegt, dass er dass man über Level 50 sein kann, Free-to-Play. Das ist stark, ja. Ne, super. Finde ich sehr, sehr nice. Deshalb Grüße gehen raus auf jeden Fall an die 0-Euro-Gilde. Und Tragic. Ja, das ist nicht 0 Euro, das ist wieder einer, der ein bisschen mehr Pilz. Berserker auf 142. Hier sind Top 30 Contender. Steine full, nutzt auch schon den Schmied teilweise. Ja, da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was im Wirbelsturm passiert, würde ich sagen. Sehr stark auf Stärke getrimmt. Das kann im Elevator nützlich sein. Wobei ich denke, ja, das also maximal ist ja, glaube ich, bei ihm auch Floor 97. Ich denke mal, weiter kommt er nicht. Also da kommt irgendwo ein Intelligenzgegner, beziehungsweise ein Stärkegegner, der dann ordentlich reinhaut. Das ist so eine Bremse. Ja, er ist solider Start, 62% SA. Vielleicht geht da noch das 1 oder andere Prozent mehr, ne? Aber ansonsten sehr stark dabei. Und ja, also Golden Empire, ich habe hier die halbe Gilde schon dabei. Da ist auch noch der Tuny dabei. Tuny hat einen Song rausgebracht. Ich habe ihn mir noch nicht angehört. Ich hatte das vor, eigentlich als Live-Reaction zu machen, wenn ich irgendwie Zeit habe. Deshalb schiebe ich das gerade noch so vor mich her. Ist die Frage, habt ihr Bock dazu? Dann könnt ihr noch mal ein extra Like da lassen. Ja, also, ne, vergesst übrigens nicht, also ich erwähne es nicht in jedem Video, aber ich freue mich ja über jeden, der schaut, aber tatsächlich, auch wenn es nicht mehr so relevant ist, oder relevant sein sollte, wenn ihr ein Video guckt und das nicht scheiße findet, ja, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Also Kommentare, Daumen nach oben, es sieht immer gut aus, wenn jemand auf ein Video klickt und er sieht, boah, viele Kommentare, viele Likes, macht immer einen besseren Anschein, finde ich zumindest. Deshalb vergesst es nicht, und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Videos, egal ob Shakes Fish oder nicht, wenn ihr es nicht scheiße findet, ja, dann lasst doch trotzdem ein Like da. Geht schnell, kostet euch nichts, ist eine geile Sache. Tuny 85er Magier. Ja, da sieht man, ne, Tragic, also Tuny hat ein besseres SA als Tragic, obwohl er vom Level her niedriger ist. Das ist immer so ein Anzeichen dafür, dass man selber noch im SA ein bisschen was machen kann. Ich meine, ihr habt den Heiligen Gral zur Verfügung ab 1000 Bildern und ab Level 85, also Tuny ist da genau gerade drin. Nutzt es. Nutzt diese Funktion. Ansonsten wahrscheinlich bei ihm noch ein paar alte Epics da drin. Ja, da ist eine starke Varianz drin. Da ist jetzt auch die Sache Dungeon-Schlüssel. Ich weiß nicht, wie viele Dungeons er jetzt von seinem aktuellen gemacht hat, aber 95 ist ja dann der nächste. Also das könnte noch ein bisschen zäh jetzt werden, aber spätestens zum Event wird da was gehen. Und je nachdem, ich weiß nicht, wie viel Pilze er ausgeben mag, kann er auf jeden Fall die 90 Dungeons in Angriff nehmen, wenn er das möchte. Ja, genau. Das ist die Players to Watch. Kommen wir mal zur Hall of Fame. Und wir sagen jetzt gar nicht viel. Wir gucken uns einfach mal, ja, das ist wieder der bekannte Fehler des neuen Backends. Wir gucken uns mal was Schönes an. Ich nutze mal die Gelegenheit und schalte euch mal das hier frei. Jetzt seht ihr, ne, Moment, nicht das. Ihr seht das hier.
Das ist im Prinzip Tag 6 nach W52, den wir als nicht schlecht dargestellt haben. Top 30 fast alle über 200. Es kann sein, ich habe mir jetzt das Video natürlich nicht audiotechnisch angeguckt, dass vielleicht sogar mehr als 30 Leute noch über 200 sind, aber wir haben ja Olli dabei und Uwe, die beiden, die natürlich sehr, sehr starke oder auch liquide Spieler sind, sagen wir es mal, also beides. Wir haben aber auch viele Spieler dabei, die jetzt auch auf W56 dabei sind. Cebo, Davalon, Primary hier zum Beispiel auch dabei. Dann Kutasu ist nicht dabei. Nummer 2 zum Beispiel auch dabei gewesen, also Grafzahl. Auch viele bekannte Namen. Ich glaube Räger, Tias, Time, was genau. Diese Assassinen auch schon. Da ging es auch schon los, dass die Assassinen sehr weit da vorne waren. Ja, und so sieht das Ganze oder so sah das Ganze halt auf W52 aus. Und jetzt ist das Spiel immer noch nicht in der Lage, mir Rang 1 anzuzeigen. Okay. Und wir sehen natürlich jetzt hier schon auf Anhieb W52. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen stärker aus. Ja. Also der höchste Spieler war 247 Heartless als Berserker. Hier haben wir jetzt den höchsten Spieler 241. Ich weiß nicht, was bei W52 vielleicht auch noch eine Rolle gespielt haben könnte, ob es da einen legendären Dungeon gab. Zumindest gibt es ja jetzt hier den Elevator und dennoch ist der Server insgesamt in der Spitze nicht ganz so stark, was aber auch nicht schlimm ist. Ja. Ich gucke gerade mal, ob ich noch runtergescrollt habe. Also wir hatten, ja, ich sehe das gerade hier, wahrscheinlich auch so 200 Leute über Level 100. Muss ich mal so grob sagen, weil ich bin nämlich da ein bisschen runtergescrollt. Und schauen wir mal hier, wie es hier ist. Ja, auch da in der Breite ist der Server tatsächlich schwächer. Und es liegt halt meistens daran. Also die Server, die jetzt im Prinzip vor einem Jubiläumsserver kommen mit einer 0 oder auch mit einer 5, ja, oder auch die Server, die nach einem Jubiläumsserver kommen, sind meistens in diesen Zahlen etwas schwächer. Was aber nicht heißt, dass der Server schwach ist. Definitiv ist er das nicht. Und wir haben jetzt eben hier 241 Turo weiterhin oben dabei. Und es ist, mal gucken, von den Stats her bei ihm, ja, natürlich auch nicht so viel passiert. Kein Gold-Event und sowas. Aber ich habe das Gefühl, dass Davalon zum Beispiel ein bisschen aufgeholt hat. Sira als Assassine halt auch sehr stark hier mit dabei. Es ist auch sehr interessant. Da wird man sehen, wer sich da ein bisschen Rattenrippe, was ist das für ein Name, ey? Krass, das ist schon stark. Also ich gehe jetzt hier nicht so sehr jetzt ins Detail. Ein Fight zwischen zwei Gilden auf jeden Fall in der Spitze und dann kommen so Money Talks, die auf jeden Fall das Potenzial haben, für Rang 3 Verfolgergilde zu sein. Also, ja, sehr interessant. Krieger haben wir jetzt den höchsten hier auf 120 immerhin. Auch bei Golden Empire ist nicht schlecht, wenn eine Gilde alle Klassen irgendwo auch drin hat. Ja, der kämpft also so ein bisschen gegen das Spektrum, halt nicht die schlechteste Klasse zu sein. Hat sich jetzt wohl auch gegen einen Druiden durchgesetzt. Es gibt jetzt keinen Druiden, der sehr dolle nachgezogen hat. Klar, Grey ist da mit dabei, aber ja, es ist sehr spannend zwischen diesen beiden Klassen. Magier hat sich auf jeden Fall ein bisschen abgesetzt dadurch. Guck mal, Gilmag auch dabei. Ja. Schön. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt nochmal selber ein bisschen. Ich habe jetzt Level 23 gespielt an dem letzten Tag. Ich habe über den Tag ungefähr 20 bis 30 Free-Attacks gemacht in der Arena. Habe jetzt nochmal mit Pilzen 50 Random Attacks gemacht und bin vom SA jetzt auf 31,43%. Ich war vorher bei 18%, bin jetzt bei 31%.
Klar, da geht auf jeden Fall auch noch mehr, aber für mich reicht es jetzt erstmal. In der Gilde selber ist nämlich jetzt hier der Mies auf Level 37, der höchste Spieler, und der hat auch ungefähr so ein SA, das passt also ganz gut, dass ich da drüber bin. Ne, den Anspruch darf ich ja haben. Wenn ich schon kaum Ansprüche habe, habe ich wenigstens jetzt diesen Anspruch. Und ja, ich habe hauptsächlich eigentlich nur meinen SA gemacht, dann habe ich eine Waffe geblättert, einen Gegenstand habe ich noch ausgerüstet und dann habe ich halt in Dungeons so weit gemacht, wie es halt irgendwo sinnvoll war. Jetzt habe ich auch noch einen Fight mir gespeichert, und zwar einen... Oh, Moment, ich habe ihn mir nicht ich habe ihn mir nicht gespeichert. War ein Elevator-Fight eigentlich. Ach, ich habe ihn nicht gespeichert, verdammt. Ich bin jetzt ja eh zurückgesetzt worden. Wir gehen jetzt einfach nochmal rein jetzt in den Elevator, wie er jetzt ist. Nehmen uns diese kleinen, aber feinen Rewards mit. Und oh, was? Komm schon. Ich bin auf jeden Fall auf Etage 10 gekommen, mit Hilfe des Snacks. Also den hier habe ich. Das ist halt, ja genau, das ist halt der Intelligenz. Da gucken wir uns den jetzt einfach gleich nochmal live an. Wir müssen halt ragen, aber er macht viel Damage, ne? Also das heißt, hier ist ein Rage notwendig. Vorteil wieder des Berserkers. Ist schon ein bisschen pilzintensiv, ne? Komm schon, Kollege. Was haben wir denn für Snacks jetzt da? Ja, wieder erhöhter Damage. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Ich habe jetzt auch was gelesen, dass bei manchen Runen es da so ein bisschen Probleme gibt, oder es ändert. Er macht halt Cold Damage. Überlegen, ich nehme mir einfach mal die Rune mit jetzt hier und greife den Kollegen jetzt mal so an. Nehme mir also den Schutz mit. Okay, er crittet. Er darf jetzt mal nicht critten. Okay, wenn nicht crittet, halte ich halt einen weiteren Schlag aus. Das ist nicht verkehrt. Okay, nee, diesmal nicht. Hat auch eine hohe Schadensrange. Ja, ich bin eigentlich mehr der Freund vom Waffenschaden erhöhen, ja. Weil der Berserker halt so ein Fähigkeitsbiest ist, ja. Tatsächlich. 2000, das war knapp. So, da haben wir ihn geschafft. Jetzt nochmal angucken, wie der Fight aussah hier. Nee, ich habe ihn... nein. Jetzt habe ich nicht auf Speichern gedrückt. Okay, sehen wir halt nicht. Aber den Kollegen jetzt hier, den nächsten... Ist halt geschickt, ne? Also... Kann klappen, aber ist schon nicht ohne, ja. Also ich gebe jetzt hier nicht weitere Pilze aus. Das ist mein Top-Wert. Der wird jetzt noch ein bisschen höher, wenn wir dann nochmal gelevelt haben. Ich wollte jetzt im Prinzip schnell mit Sanduhren hochleveln hier auf 25. Ja, schön. Ja. Und sich gleich mal 13-14% hoffentlich ein bisschen lohnen, dass die jetzt hier an Top gehen. Mir hat ein XP gereicht zum Level-Up. Okay, dann nehmen wir natürlich die kurze Quest und verlieren jetzt nicht so viel. Ne, 40er ist schlecht. Ja, zack, gehen wir hier nochmal rein. Dann nehmen wir uns den Task Mountain vor. Ist jetzt nicht so eine fette Quest, aber geht. Ist auch jetzt nicht viel besser. Ja, bei Waffen kann man ruhig mal reingucken. Ich finde das auch immer ganz spannend bei diesen kleinen Servern, oder man jetzt nicht so krass aufspielt, dass man teilweise sich sogar gut equippen kann durch die Abenteuerlust. Man kriegt viele Items vorgeschlagen und nehme jetzt die lange Quest, weil ich nicht so viele Sanduhren habe. Noch nicht. Es kommt ja das Event. Hoffnung, dass ich da vielleicht... Ich weiß gerade nicht, ob die 100er Sanduhren auch auf dem Level gecapped sind.
Aber da an sich ein paar Necken wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ja. So langfristig. Ja. So. Oh, nice. Das sieht man noch gerne, dass man gleich so einen Daily-Bonus kriegt, nur weil man Quests gemacht hat. Braucht man sich damit dann nicht mehr beschäftigen. Nicht verkehrt, jetzt immer noch eine lange Quest. So, wir brauchen noch 12.000 XP. Ja, die ist ganz gut. Ja, die ist besser sogar. 6.000 XP insgesamt wäre da drin. So, jetzt kann ich langsam mal gucken. Wir brauchen noch 7.000, 6.500. Nehmen wir schon mal die mit. Da haben wir eine gute Basis. Und ja, die würde reichen. Die würde reichen, deshalb nehme ich die. Und yippie, wir sind auf Level 25. Und im Prinzip könnte man jetzt halt sehr stark losleveln. Wir haben jetzt 250 Gold gesammelt. Die Festung kann man jetzt losspielen. Lustigerweise. Ah, okay. Warte mal. Er hat den Elevator die Boni nicht gespeichert, wie es aussieht. Okay. Das war mir jetzt auch nicht so klar, weil hier waren ja schon ein paar, ich sag mal, hier waren ja schon ein paar Hölzer und sowas drinnen. Ich dachte, dass er die vielleicht trotzdem irgendwie auch speichert. Das hat er jetzt anscheinend nicht gemacht. Okay, das ist natürlich schade. Im Prinzip werde ich mir jetzt aber das Paket holen und dann erstmal die Festung nochmal schnell auf Vordermann bringen. Ja. So, Level Up ist dadurch auch nochmal da. Super Sache, das Ganze. 26. Ja. Jetzt haben wir genügend Ressourcen, um die Festung erstmal abzugraden. Ich werde das jetzt auch mal machen hier. Ich bin immer so ein Freund von Level 5. Aber das Arbeiterquartier mal nachziehen. Wir müssen auch schauen, ob das Geld reicht. Das Geld ist halt echt wirklich sehr, sehr knapp. Deshalb, man kann jetzt auch gar nicht so fett losspielen. Ja? Man kann die Festung jetzt zwar skippen, aber man kann jetzt ja noch keine Ressourcen farmen, großartig. Eigentlich müsste man es jetzt gar nicht skippen. Aber ja, klar. Ich will jetzt mal eins wissen. Ich will mal wissen, ob wir im Secret Storage was haben. Nee, haben wir auch nicht. Also es hat es wirklich nicht gespeichert. Schade. Das war jetzt nicht so klar. Auf Anhieb zumindest. Ja. Können wir die Gem-Mine bilden. Jetzt brauchen wir aber für Gems halt auch 150 Gold. Das heißt, man müsste die jetzt ein bisschen erfarmen. Man könnte die jetzt in der Ehrenhalle etwas erfarmen. Dann müssen wir ja jemanden finden, der vielleicht auch viel Gold zur Verfügung hat und auch schlagbar ist. Vielleicht vom Level her auch relativ hoch ist. Schauen wir mal. 30.000 Leben, 1447 Damage. Den könnte man versuchen. Er hat aber nicht viel Gold. Dann fällt er jetzt auf jeden Fall weg. Lässiger Marley. Wie sieht es bei ihm aus? Leben. Wir wollen ja auf jeden Fall auch kein Gold sinnlos verlieren in der Niederlage. Deshalb mal gucken hier. Dämonenjäger. Ja. Viel Leben hat er. Also ich will es nicht riskieren, zwingenderweise. Berserker kann mich auch immer schlagen. Warte mal, der hat jetzt nicht viel XP. SA, ne, der ist nichts abzufarmen hier, der Kollege. Mit jedem Sieg ist es natürlich auch schwieriger, hier unten jemanden zu finden, der mir Punkte bringt. Einen, der gerade frisch levelt oder so, wäre eigentlich sehr geil. Der hat ein hohes Level, ist aber nicht so stark unterwegs. Bringt 18 Gold. Cap 97. Ist jetzt nicht das Maximum, aber ist schon mal ein kleiner Fortschritt.
Ah, wir kriegen natürlich auch noch SA-Punkte. Ist auch nicht verkehrt. Ich will auf jeden Fall nicht riskieren zu verlieren. Ja, das ist so. Ach, schön. Ich habe hier wieder einen kleinen Leck. Auf die Rüstung kann man aber auch mal gucken. Er hat auch nur 17% Rüstung. Das ist nicht so stark. Hat zwar eine bessere Def als ich, aber... Ja, verloren, das gibt's nicht. Okay, das Gold hole ich mir zurück. Nicht wirklich viel, was ich mir zurückholen kann. Er hat nämlich nichts. Der hat ja nur das Gold, was er von mir bekommen hat. Der Bösewicht jetzt, ja. Es wurde übrigens geschrieben, ja, spiel weiter, komm in die Top 1000. Es ist machbar, aber kann auch schwierig sein, weil man muss ja auch immer gucken, wie die Gildenverhältnisse sind. Aber ich sag mal gut, Top 1000, das sind 20 Gilden. Also da ist schon Spielraum, das auch zu packen. Ich verspreche es jetzt nicht, ob das irgendwie machbar ist. Ob ich überhaupt so lange spiele, um das zu schaffen, weil klar, wenn man ein paar Wochen, Monate vergehen lässt, dann ist man vielleicht easy peasy in der Top 1000. Ne? Das kann ja auch keiner versprechen. Er hat die Bärenmaske auf. Hat 40% Rüstung auch nur. Boah, wir haben alle kein Geld. Brauche jemand zum Abfarmen, Kollegen. Mare hier. Der könnte mir 22 Gold bringen. Gibt er mir nicht. Ungünstig. Und noch nicht mal das Gold wieder rein, was ich verloren habe. Der hat viel Damage. Hat aber auch kein Gold. Sind die denn schon alle abgefarmt worden? Oder was ist hier los? Ja gut, ist halt auch kein Gold-Event. Da wird nicht so viel gesammelt. Alles irgendwo verständlich. Wie viel Damage mache ich eigentlich? Ich mache mehr Damage als er. Jetzt habe ich ihn natürlich wieder verloren. Den hätte ich eigentlich gerne mal angegriffen. Wie hieß denn der Kollege? Oh, der hat wenig Damage, Stärke, auch nur Level 20, also gibt noch 20 Gold im Best Case. Halt auch noch 2 Gold, es gibt keinen, der hier mal ein bisschen Gold springen lässt, ja, 007, wie wär's denn mit dir? Ja, der hat viel Leben, dafür wenig Damage als Magier. Ne, Quatsch, der ist ja Druide. Okay, dann ist der Damage natürlich nicht ganz so wenig, aber auch der hat kein Geld. Die haben alle nix. Alle pleite. Oh, starken Assassinen hier unten gefunden. Den greift man natürlich nicht an. Ja, den kann ich besiegen, aber der gibt auch nur 19 Gold. Was? 19 Gold versus. Also so ist Abfarm nicht sehr effizient. Ja, hier Rabbit, guck mal. Er hat auch kein Gold. Was ist da aus, ja? Alle kein Gold. Hilton. Der, das Hilton, oder was? Okay, nee, ist nicht der Hilton. Aber witzig. Einen großen Geschicktrank drin, ja, das ist mir zu OP, da greife ich nicht an. Greife ich nicht an. Der hat wenig Leben hier, der Magier. Viel Damage, wenig Leben. Komm, let's go. Oh, fetten Grit. Ah, der ist schon zu weit weg, den kann ich gar nicht mehr angreifen. Oh no, wait there. Ich bin zu weit oben. Wo stehe ich denn jetzt? Top 4000. Klasse. Klasse. Das wird ja nicht einfacher hier oben, ne? Auch mal so sagen. Einen finden, der ein bisschen Kohle hat. Okay, der ist auf jeden Fall nicht sehr stark. Den können wir besiegen. Hat auch kein Geld. Das Video geht jetzt so lange, bis ich jemanden gefunden habe, der Geld hat, Kollegas. Also das muss euch bewusst sein, ja. Könnt natürlich auch leasen. 28 Gold. Ja, das schmerzt. Das sind halt 25 Pilze, die man da ausgeben muss. Das will ich eigentlich auch nicht.
Das will ich eigentlich auch nicht, ja. Okay, ich suche noch einen raus. Entweder es klappt oder es klappt jetzt nicht. Nehmen wir mal den hier. Dämonenjäger haben immer viel Gold dabei. So, ich nehme jetzt den hier. Das ist nämlich... Der bringt nicht viel Gold. Nein! Hätte mir 10 Gold oder so gebracht, dann wäre ich fast schon durch. Das gibt's doch nicht, Mann. Was soll das? Was soll das? Oh, nee. Also, das war's ja mal komplett hier. Oh, jetzt haben wir Arzig gefunden. Der macht aber viel Damage. Gegen den kann ich auch verlieren. Und das Problem ist, ich verliere vielleicht häufiger gegen ihn, als dass ich gewinne, ja. Das ist so die Question, ja. 25 Gold. 110 HP, was? Boah. Ich habe echt wirklich kein Glück, ne? Klar, einmal gewinnen, ich hole viel wieder rein, aber ich müsste halt einfach mal häufiger gewinnen. Jetzt nochmal gewinnen, bitte. Jawohl. Jawohl, das war's. Das war sehr gut. Jetzt nochmal gegen einen Gewinn, der so Pupsgold hat, ja, so. Hier, der hier. Komm, nochmal. Perfekt, Leute. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Und jetzt rate ich mit euch. Ich skippe und ich kriege einen Glückstein. Ich kriege einen Glückstein. Kein Glückstein. 15. Ja, die Werte wären jetzt auch nicht so krass, muss man auch mal sagen, aber ja, die brauchen wir halt, um noch ein bisschen fortzuschreiten im Level. Ich guck mal, was am Laufe des Tages noch geht. So oder so. So, Leute, nach all dem Struggle ging noch mal ein bisschen was. Ich hatte dieses Item im Glücksrad bekommen. Da ging nämlich noch ein bisschen Gold, ja. Ne? Dann das im Laden mir natürlich geholt. Und auch diese Waffe, auch wenn hier noch kein Slot drin ist, war sie halt doch relativ gut für das Level, habe ich mir jetzt gegönnt. Und damit sind wir auch im Elevator weitergekommen. Ich habe mir jetzt auch nicht alles gespeichert an Kämpfen, aber den Ugly Gremlin haben wir über Pilze noch besiegt. Das hat ungefähr 40 Pilze gekostet für diesen Try. Der war sehr knapp. Hinten raus eine 7er Combo, solide gewesen, das Ganze. Und Scarlet Onkel. Ich spiele auch so ein Geschickgegner, ja, der mit einigen Kombos dann funktioniert hat. Das war auch wieder eine 7er Combo da drin. Und dann hat der Hit ausgereicht. Und ja, das bedeutet, jetzt sind wir auch nochmal durch einen Stärkegegner und durch einen Intelligenzgegner gekommen, beziehungsweise erst Intelligenz, dann Stärke. Und jetzt muss ich diesen Floor noch bereinigen, damit ich diesen ersten Daily-Bonus bekomme. Also mehr werde ich dann auch sowieso nicht schaffen mit dem Level wahrscheinlich, also zumindest ist es dann zu teuer. Aber hier hätten wir halt einen Stärkestein sogar drin. Und das Nice ist, das ist jetzt ein Intelligenzgegner. Im Moment bin ich jetzt mit 14 Etagen bei meinem Level. Wäre dann halt auf 15, wäre hier bei den Held-Token, wenn ich das noch schaffe, auf Rang 4. Ja, das sieht doch dann ganz nice aus. Deshalb gucken wir jetzt noch mal rein, dass wir den holen. Es gibt auch schön Gold, also 34 Gold, das ist natürlich nicht wenig. Und klar, Intelligenz, ne? Der hat auch eine krasse Def, der Kollege, ja. Der hat eine sehr krasse Def. Ich habe im Moment jetzt... Ah, nee, stimmt, ich habe keinen Snack mehr. Ich hatte nämlich einen Snack für Dings drin.
12 Pilze kostet das. Stärke erhöhen. Boah, 12 Pilze, das ist krass. Wir können auch ein Token mal ausgeben und diesen Loot mal holen und schauen, was wir jetzt kriegen hier. Nee. Das ist Quatsch. Brauchen wir nicht leiten. Resistenzen erhöhen ist wieder das eine. Kostet nur 3 Pilze. Vielleicht reicht das ja, aber ich glaube nicht, dass ich dadurch einen Hit mehr aushalte gegen ihn, oder? Wir schauen mal, ob ich 2 Hits aushalten kann, wenn er nicht crittet. Ja, mit viel Glück vielleicht. Oh ja, krass, okay. Ja, ist doch möglich. Es ist möglich. Nee, Quatsch. Es ist Quatsch. Der hat doch Cold Damage. Das heißt, das hat nichts mit dem Snack zu tun. Und dann können wir den nicht holen, dann brauche ich den jetzt hier. Erhöhte Stärke, ja, der wäre halt nicer. 10% Waffendamage würde mir mehr gefallen, denke ich. Wobei natürlich die mehr Stärke auch einen höheren Schaden hat oder mit sich bringt. Wir müssen einfach nur genug ragen. So. Und, ich hoffe mit eurer Unterstützung jetzt, ne, dass das hier noch was wird. Wenn nichts wird, wird er wird. Ja, das ist 1000. Lul. Oh, schon. Holen wir uns diesen ersten Daily Login ab. Zweiten werde ich nicht schaffen. Also definitiv nicht. Der geht dann auf 500 Held-Token. Das ist zu krass. Schade ist halt, wenn man jetzt durchändert, dass der Kampf nicht gespeichert wird. Also Tausende, der hätte schon fallen können. Also das ist halt richtig belastend. Hätte ich mir vielleicht auch angucken müssen, wie oft da geraged wurde. Let's go. Das ist übrigens jetzt nicht mehr effizient, was ich hier mache. Ich wette, hätte ich das Video nicht nochmal angefangen, da wäre das schon kaputt. Ah, super gut. Super gut. Super, super, super gut. Ne, ist natürlich nicht drin. Ah, schade. Das ist ein bisschen doof. Das will ich mal anbringen, weil man will sich die Kämpfe ja eigentlich auch angucken. Aber jetzt haben wir die Belohnung bekommen, einen 17er Stärkestein, yippie. Und ja, jetzt kann ich mal gucken, wenn ich den in die Waffe reinkriegen sollte nochmal eine neue Waffe dann aufploppen, habe ich natürlich den doppelten Boni. Aber immerhin habe ich schon Items, wo ich den auch nützen kann, ja, im Laufe des Tages. Ich wollte es jetzt machen, ja, für den Content, ja, und für die Gilde. Aber jetzt ist es zu krass. Was kommt jetzt? Stärke. Ja, nee, das ist. Nee. Da machen wir jetzt Schluss. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus, euer Basti.